Wer ist nicht von der weisen Kröte? Never let him down. Yeah, of course I can make it work better. But when Reynador explained about the strings, Calaveras grew thoughtful. Oh, strings, you say? Well, the Arcana do speak of the ties that bind the world. He drew many intricate symbols in the dirt. Yeah, so, according to my calculations, each time you fire, I'm afraid there's a 1 in 120 chance you'll destroy the universe. That's pretty good odds. That's like rolling, what, 21 dice and they all come up 6. What are the odds of that? What? No! It's more like 2.716s in a row. Anyway, with those odds, it won't happen if I use it just once. What? No. That's so not right. Each time you use it... Okay, look. Just don't use it ever. At all, okay? All right, I guess. As he sailed away from the mountains, Reynador could see clouds darkening. Rain? No. Ships. Imperial ships, swarming thick as bees. This was it. The big battle. They could not afford to lose this one. What if it did not go well? What if he had to use the Sky Ripper? Could he gamble the universe? On the other hand, what were the odds of rolling 21 sixes in a row? Ja, klasse. Jetzt dürfen wir den Sky Ripper nicht mal mehr benutzen, weil er eine Chance hat, das Universum zu zerstören. Von 1 zu 126, Alter, das ist doch, ne? Den kann man ja wohl nutzen. Soll ja wohl kein Problem sein, oder? Ja, ich habe zwar ein bisschen Schiss, aber ich glaube, wir werden den auch nutzen, wenn wir da irgendwie die Gelegenheit zu haben. The battle was not going spectacularly well. What had the rebels been thinking? They'd been thinking he would bring the Sky Ripper, or the Iblis Stone, or that he'd sideline Zenobia somehow, or turn her. Couldn't he use the Sky Ripper just once? After all, if chances were 1 in 128, that meant he'd for sure be okay the first time. They'd get worse each time he used it, but the first time would be okay, right? He wasn't sure that it was right. So he didn't fire the Sky Ripper. He just brought it along, in case. Ach komm, Alter, wir können ihn ja wohl abschießen, oder? Okay, wir können bestimmt jetzt ja, wir können jetzt nee, können wir noch nicht. Nein, es fehlt. Okay. Ich warte mal ab, bis wir das andere Schwert machen können, wa? Bevor ich die anderen jetzt aufrüste. Also ich würde sagen, wir können den Sky Ripper benutzen. Ich meine, 128 zu 1. Man gewinnt ja auch nicht beim ersten Mal im Lotto, ne? Da musst du auch 128 mal spielen. Oder wie auch immer die Chancen stehen. 1 zu 100 Millionen oder sowas. Da musst du auch 100 Millionen mal Lotto spielen, damit du gewinnst. Deswegen, also ich bin der Meinung, wir können ihn einsetzen. Und ich weiß jetzt schon, dass wir die ganze Welt und das ganze Universum vernichten werden. Aber macht nichts. Passt schon. Hübsch. So. Was ist hier? Grünzeug. Ich hasse Grünzeug. So, da ist eine Tür. Da müssen wir durch. Falsches Schwert. Wie ging das jetzt? Falsches Schwert. Falsches... Ich hab... da ist noch ein Teleporter. Oh Gott sei Dank, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich war voll verwirrt. Ich hatte schon Panik, wir wären hier jetzt falsch oder so, aber irgendwie... He'd once met a pirate captain who used hooks to get around his ship. Oh, what was his name again? Keine Ahnung, Captain Ahab? Ist Captain Ahab ein... Ich glaube nicht. Entschuldigung. Nee, hier, Captain Hook vielleicht. Ja, das könnte sein. Captain Hook. Wegen Haken. Nein, oh Gott, große Erleuchtung. Komm mal her, ja. Du auch. Blöde Schwerter, blöde Schilder, die du immer hast. Aha, bluten tun die schon wie Sau. Das ist schön. Glaube ich. So, den da hinten lassen wir mal ein bisschen herumspielen. So. Oh, renn doch nicht rein! Du Vollnase! Mit einem Endschlag rennt er noch da rein. So, wir sind Level Up und hier hinten war, glaube ich, ein Altar, wenn ich mich recht entsinne. Ja, da ist er.
Schön, dann können wir wieder auf Combo gehen. Greift Feinde aus der Entfernung an, wird bei Erreichen einer bestimmten Combo-Schwelle automatisch aktiviert. Haven't you always wanted to do that? Ja, natürlich. Ich wollte schon immer mal Kombos machen. Weißt du, wie so ein richtiger Fight-Ninja, weißt du? So ein Fuchs-Ninja halt. So, da kommen wir aber lang. Hier brennt's, da können wir rein. Wenn es brennt, kann man reinlaufen. Ist immer so. Das ist wie im richtigen Leben. Wenn es brennt, rein da. Wir sind schon auf dem Schiff. Okay. Ich habe sehr schlechte Erinnerungen an Schiffe. So, aber hier gibt es jede Menge Leben. Wir sind wieder voller Leben. Unser Schwert ist auch voller Schwert halt. Wir suchen jetzt noch ein bisschen nach Erzen. Haben einen gefunden. Es hat sich gelohnt. He'd found a Superman issue #1 in mint condition in a jar he'd broken. He planned to keep breaking things until he had the whole series. Die Superman-Erstausgabe. So, erstmal hier rüber. Das habe ich gesehen. Mit meinen adlerigen Adleraugen habe ich das gesehen. Und hier ist eine Truhe. Sehr schön. Hey, Truhe öffnen, nicht gegenhauen. So, her mit den Dingern. Gib. Meins. Noch ein paar. Also ein paar sind 2 und noch 2 Erze. Dann können wir das Ding machen. Sind wir hier richtig? Es gab ja jetzt mehrere Wege. Ah, es gibt kein richtig und ein falsch. Es gibt nur... Naja, nur ein falsch. Kann man eigentlich auch durch Zufall den richtigen Weg wählen? Oder muss man wirklich erst alle anderen Storys so ein bisschen durchgekämmt haben? Was ich auch schon an Überlegen war... Au, hau da doch nicht rauf, du Nase! Den da. Ja, eigentlich solltest du nur das Ding wegnehmen, du Lusche. So, weg da und weg da. Ja, toll war es jetzt nicht, aber es war, naja, super. Super toll. Nee, ich war schon an Überlegen, ob wir nicht Lapino wieder retten sollten. Ja, wir retten wieder unseren hinterhältigen Freund. Geben ihn aber nicht alleine das Auge des Bösen da, sondern... Ich hab mich verlaufen. Ach, da. Kommen wir hier rauf? Nein. Sondern gehen mit ihm zu den Wissenschaftlern, sodass er immer dabei ist. Vielleicht wurde er ja auch einfach nur verdorben. Von dem Auge halt, ne? Weißt du, wie ich meine? Aua, wenn 3 angreifen, ist es fies. So, weg da. So. Du auch weg. War jetzt ein bisschen low gewesen, aber... Ich hoffe auf Leben. Nee, dann ist doch Lapino vielleicht wurde er ja auch einfach nur von dem Auge irgendwie, naja, weil das ja so böse war, ja, irgendwie beeinflusst und hat uns deswegen verraten. Vielleicht verrät er uns ja normal gar nicht. Ja, die Idee hatte ich schon gehabt, aber irgendwie... Warum darf ich denn jetzt hier kein Rollbrett fahren? So, jetzt erstmal wieder hier die ganzen Heinis erledigen. Ach ja, wir können ja... Ach ja, stimmt ja. Mit einem Schlag können wir ja schon das Schild jetzt von den Typen wegmachen. Stimmt ja. Sehr schön. Wir brauchen jetzt ja gar nicht mehr unseren Haken dafür einsetzen. Sondern wenn wir den Schildtypen einfach schlagen, ist sein Schild schon weg. Das ist super. Ja. His gut told him that was wrong, though. And he always listened to his gut. On the other hand, 128 chances to win. But one of them, he'd destroy the universe. Ach komm, stell dich nicht so an, das... A bit serious. Maybe he could defeat the Emperor without firing the Sky Ripper. Na, nee, das kriegen wir nicht hin. But with a real weapon. Like in cards, when you had 3 knaves, but you pretended you had a fizzbin. That could work. Oh, da ist noch ein Erz. Oh, wir haben voll das Erzstück übersehen. Warte! Scheiße. Müssen wir hier wieder warten, bis so ein Schiff vorbeigeschuckelt haben. Hallo. Zum Glück kommt hier jedes Mal immer dasselbe Schiff vorbei. Haben wir Glück gehabt, muss ich sagen. Und rüber. Oh, danke. Das hält sogar an. Freundlich. So, jetzt müssen wir hier... Ja, zum Glück sind hier überall diese Pöller. Ohne diese Pöller würden wir es gar nicht schaffen. Jetzt mal wirklich, das... Also... Wie sollen wir denn da rüberkommen, wenn sie an so ein Schiff... Nicht so einen Pfosten dahin stellen, ne? Dann kommen wir ja gar nicht weiter. Dann hätte das Imperium ja gewonnen. Oh, hier sind 2 Lebensdinger. Hab ich gar nicht gesehen.
So, hier müssen wir bestimmt wieder kämpfen. Ich wette. Ach Gott sei Dank. Gib mir mal ein Schild. Geh mal weg da. Aber der hat mich jetzt doppelt geschlagen. War fies. Und ciao. Sehr gut. Gut. Da bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt komplett hinbekommen, jetzt mit dem Sky Ripper. Und rüber. Ist das eigentlich genau dasselbe, was wir schon mal hatten? Ah, wir sind so langsam. Ah. So, schnell. So, Gott sei Dank. Gott sei Dank sind diese Einlagen nicht so schwer, dass selbst ein Tölpel wie ich das hinbekommt. Also, wenn du ein Tölpel bist, dieses Spiel schaffst du auch. Wenn du ein Tölpel bist. Ansonsten schaffst du es nicht. So, wo geht's hier? Ach, da. Da geht's weiter. Was sind das eigentlich für langweilige Schiffe? Da könnte doch irgendwas drauf sein. Ich glaube, da links ist das Imperium-Schiff, Imperatorschiff, oder? Das von da Darth Vader, oder wie der Imperator heißt hier. Was ist das? Wer bist du? Hallo? Ja. Ultra. Hexenmeister können Gegner verbessern und heilen. Verbesserte Raben sind sehr gefährlich. Alles klar. Ciao. Kannst du noch so verbessern, den Raben. Der ist schon runtergeflogen. So. Komm her hier. Komm her hier. Sehr gut. Easy going, no. Jetzt haben wir auch noch Hexenmeister, die Raben buffen. Ey, was ist denn? Alter, da ist der Imperator. He set up the Sky Ripper and let it warm up. He would bluff if he had to. Zenobia came out, flanked by a very daunting platoon of ravens. You won't actually use that, she said in that annoying, I know everything because I'm a cat and you know nothing because you're just a fox voice she had. Or I know the odds. Good, because there's a real chance you could destroy the universe. No, not the first time I use it. The odds are too low. What? No? Yeah, sure. The first time, the odds are practically nothing. They only go up if I use it a bunch more times. No, but that's not how odds work. Didn't you pay attention in class? Now surrender, or I'll use it. Just once, he said. Don't. He felt sure the odds were with him. You have to go with his gut. That's what heroes do. Fire, he said. Please? The Sky Ripper fired. With a tremendous whoosh, the Emperor's flagship went up in flames. It was awesome. Then he noticed there was a hole in the air. A blackness, like a tear in a parchment. Wind was blowing into it, widening it. It grew larger, and even larger. Crates fell upwards into it, and the world itself seemed bent, like the reflection on a curved mirror, as it poured into the ravenous hole. Ah, 1 in 128. What are the odds? Thought Reynador, and then everything fell into the hole and was gone. Reynador stared at the book. He was still alive. Again. And still only flying away from burning Ubar. Had he lived that adventure? Or only dreamt it? Had he really died? It felt so real, not like a dream at all. And he'd lost again. Oh, he hated that. But he had made different choices. And he'd lost in a different way. It was the book, wasn't it? Oracles showed you your destiny. But this was showing him different ways he could die miserably. Thanks a bunch, book, he thought. But these were destinies that he did not have to fulfill. But he'd learned another true thing. The core was powerful, but dangerous if used improperly.
Ja, scheiße, ne? Haben wir erstmal das Universum ausgelöscht. Naja, ey, komm, 1 zu 128. Also die Chance war jetzt... Ich sollte im Lotto gewinnen jetzt. Also ich sollte jetzt Lotto spielen. Ich sollte erstmal Lotto spielen, um im Lotto zu gewinnen. Also die Chancen im Lotto zu gewinnen sind geringer, wenn man Lotto nicht spielt. Ja, was für ein Held bist du? Ein Held, der bereit ist, Raum, Zeit, das Universum und alles andere zu riskieren, wenn die Chancen zu seinen Gunsten stehen. Und die standen zu unseren Gunsten und das hätte klappen können und es war fies. So, Geschichte 21, per Anhalter durch die Galaxie. Ja, toll. Gut, wir haben eine neue Wahrheit. Neue Wahrheit enthüllt. Der Skyripper-Kern ist instabil. Ja, ist scheiße. Aber es gibt sehr viel Storys hier. 24 Storys ist, was ist das denn? Vielleicht, wenn wir das Schloss erfüllt haben, dann, naja, schaffen wir es? Ich weiß es nicht. Okay, auf jeden Fall ist der Skyripper-Kern instabil. Wir haben es aber geschafft, ihn zu vernichten. Das muss man auch mal lassen. There must be a destiny where he survived and won, right? Otherwise, what was the point? And with that, the book's pages fluttered back once more to the beginning, and the clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Skyripper had surfaced. Reynador knew that using it could go catastrophically wrong, but he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Skyripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Iblis stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Reynador. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Reynador had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Reynador really leave an old friend to the Ravens? Ja, da haben wir es wieder. Also wir können entweder den Verräter Lapino retten, das Universum zerstören, oder wir machen jetzt was anderes. Und zwar den mysteriösen Tempel finden. Vorgelesen hatte ich das ja, glaube ich, schon. Deswegen, wir suchen jetzt erstmal den mysteriösen Tempel, bevor wir andere Wege gehen. The island was windswept desert. No one went there except ostriches and ostrich hunters. The Iblis stone. It sounded ominous. It sounded powerful. If the Emperor was searching for it, it must be dangerous. And so, Reynador went ostrich hunting. Auf Straußenjagd, alles klar. Also nicht Raben, sondern diesmal Straußen. Das ist gut, die können nicht fliegen. Die können nur schnell laufen und treten und pieken und sind stärker als Raben. Ja, irgendwie doch scheiße. Gut, dann wollen wir mal sehen, was der Iblisstein ist. Could sing verses about the Skyripper, but ancient codices held hints of other things. A stone that ate souls, a ruby that drank blood, a jewel only a righteous man could give away. Were all these things the Iblis stone? Long hidden in a buried temple? Another ancient item that was only resurfacing now? Drawn up from the deeps by the Emperor's horrific rituals? Ja, das werden wir bestimmt noch herausfinden. Hol den Iblisstein. Iblis. Da ist unser Schiffchen. Ist wunderschön. Und ein treuer Gefährte. Und nicht so wie Lapino. Das Arschloch. So, wir sollen jetzt also den Iblisstein finden. Den Iblis. Ist schön, das auszusprechen. Und ja, mal sehen, was der macht, was der kann. Wir brauchen eine Werkbank. Dann können wir nämlich auch alle Türen öffnen, die wir wollen. Weil wir können es ja jetzt. Wir haben 78 Erz und 15, ne? Da kommen wir gar nicht hoch. So. Da hinten ist wieder eine Truhe. Fiddelied. Erze. Erzequerze. Ne, dann können wir nämlich das letzte Schwert craften. Dann können wir auch durch alle Türen gehen. Und dann kann man auch die anderen Missionen wieder wiederholen. Weil man dann... Oh, eine Werkbank. Hallo Werkbank. Wie geht es dir? Ja. Bitte, bitte, bitte. From the mystical east. Could make time itself slow for you. Steigert die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit. Kostet Energie. Geil, noch ein neues Schwert. Schön. Dann probieren wir auch gleich mal aus.
Ich mach das jetzt hier. Aha, wir sind dann einfach schneller und es kostet verdammt viel Energie. Aber wir haben's. Das ist das Wichtigste, dass wir es haben. So. Wenn wir es haben, können wir es auch nutzen. Aber vorher müssen wir erstmal einen Gegner finden. Und ich frage mich, ob wir jetzt wirklich gegen Strauße kämpfen müssen oder gegen... Naja, weiterhin gegen die Raben. Die ja überall sind. The air here tasted bitter. The steps were too tall for a person. The entire place felt restless. Like it had been vexed to nightmare under the dust. Waiting for its hour to come around at last.